Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich euch gerne ein Jagdmesser vorstellen von der Schmiede Lagiol Dubari mit einem Griff aus Mammutstoßzahn und eine ganz außergewöhnliche Klinge, die ich so noch nie gesehen habe. Das ist eine Kern mit 320 Lagen und darüber kommt dann nochmal ein Damastlage oder ein Damaststahl mit 160 Lagen, so dass praktisch die Schnittkante aus einem Damast mit 320 Lagen besteht, während die Oberfläche mit 160 Lagen ist. Also sieht auch ganz außergewöhnlich aus. Schauen wir uns mal ganz kurz das Messer an. Schaut mal, wie toll das aussieht. Wir haben hier eine Doppelplatines. Aber auch die Klinge. Schaut mal, wie toll die aussieht. Absolut außergewöhnlich. Das Messer kostet natürlich auch 1.250 € und das schauen wir uns gleich an. Bis gleich. Manchmal haben wir das Glück, natürlich auch ganz außergewöhnliche Taschenmesser zu bekommen, so wie dieses hier. Das ist wirklich ein wahnsinniges Unikat. Ich weiß nicht, ob die Schmiede dann, wenn dieses hier weg ist, noch einen anfertigen kann, weil es so dermaßen einmalig ist. Schauen wir uns mal kurz an, wie es aussieht. Also wir haben hier ein Taschenmesser, wo der Griff dann 14 cm lang ist und die Klinge 10 cm. Wir haben hier eine Breite von 2,7 cm. Also ist ganz schön breit. Das heißt also, wenn man es in der Hand nimmt, da hat man schon ein richtiges, ordentliches Jagdmesser. Mit einem Gewicht von 200 Gramm ist natürlich auch wirklich was ordentlich in der Hand. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben hier eine ganz wunderschöne Guillochage. Das heißt, wir haben hier auch eine Biene, das dann natürlich übergeht. Das ist hier geschmiedet. Das geht natürlich hier über in der Rückenguillochage mit einer Platine. Und es ist sowohl die Platine selber als auch die Rückenfeder wunderbar guillochiert. Ich zeige hier nochmal aus der anderen Ansicht. Ich finde das Taschenmesser an sich hervorragend verarbeitet. Wir haben dabei mitgeliefert auch eine solche Lederscheide. Die ist im Preis enthalten. Und ja, das Taschenmesser hat Griffe aus Mammutstoßzahn. Und da kann man auch sehen, diese Färbung, die ist außergewöhnlich. Wir haben Mammutstoßzahn sehr oft in helle Farben, beige. Wir haben hier eine außergewöhnliche zweifarbige Stoßzahn, eher dunkel. Und hier haben wir natürlich so helle Bereiche, also wirklich total einmalig. Habe ich auch sehr selten gesehen, solche Griffe. Und wenn man sich natürlich das anguckt, haben wir hier auch einen kleinen Spalt hier vorne. Ja, aber da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das ist einfach natürlich. Das ist natürlicher. Das ist hier nicht gebrochen. Wir haben hier, das geht hier weiter. Und hier ist ja nochmal von diesem Niete festgehalten. Also Sie brauchen keine Sorgen oder man braucht keine Sorgen zu haben, dass dieser Riss hier möglicherweise weitergeht. Das ist also
oft so, dass Stoßzähne, zum Beispiel Mammutstoßzähne oder Warzenschweif-Stoßzähne, solche Risse haben. Die sind also völlig natürlicher Art. Man muss sich überlegen, die werden auch wirklich benutzt. Zum Beispiel bei einem Warzenschwein-Stoßzahn, der benutzt natürlich diese Stoßzähne, um zum Beispiel in der Erde rumzuwühlen oder auch natürlich zu kämpfen. Er kann sich auch sehr gut verteidigen. Oder zum Beispiel auch die Mammuts, die haben natürlich auch diese Stoßzähne benutzt, entweder für Kämpfe vielleicht untereinander und es lagerte auch in der Erde eine sehr, sehr lange Zeit, teilweise 10.000 Jahre und mehr. Da muss man sich überlegen, dass man mit solchen Taschenmesser wirklich ein Stück Erdgeschichte in der Hand hält. Das ist ein Tier, das praktisch vor über 10.000 Jahre gelebt hat, kann natürlich auch 15.000 Jahre, das kann man so nicht ohne weiteres das Alter bestimmen, aber das ist wirklich ein Stück Geschichte, was man hier in der Hand hält. Und wenn man guckt, es ist auch ein großes Stück. Wir haben hier sehr viele Messer mit Mammut-Stoßzahngriffe, aber die sind eher klein, also und dünn, während wir hier natürlich ein sehr, sehr großes Stück, sehr breites Stück haben und das macht auch nachher den Preis aus. Wie wir gesagt haben, 1.250 €. Das liegt einfach daran, zum einen an diesem Material, dann natürlich an dieser wunderbaren Guillochage am Rücken, die detaillierte Biene, die wir hier haben, und eben an diese Klinge. Die ist wirklich außergewöhnlich und hat es in sich. Das heißt also, der Kern von dieser Klinge hat 360, also nicht 320 Lagen, wenn man sich mal überlegt. Und über dieser Kern, den wir hier nicht unbedingt sehen, das ist vielleicht, wenn man hier in dieser Kante hineinschaut, über dieser Kern hat man eine weitere Damaststahl geschmiedet mit 160 Lagen. Und das gibt ja hier diese wunderbare Aussehen. Ich hoffe, das kann man hier sehr gut sehen. Ich finde es total spitze, wenn man das in der Sonne auch hält und die Reflexionen sind phänomenal. Ich mache es hier nochmal, beide Seiten. Ich hoffe, das kann man gut sehen, je nachdem, wie ich das halte. Das ist wirklich ein wahnsinniges Meisterwerk, diese Klinge. Und somit ist die Spitze, also das, was schneidet, diese Schneidekante, eben halt ein Damaststahl mit 360 Lagen. Wahnsinnig, absolut wahnsinnig. Und wenn man sich überlegt, dass das so eine Größe ist, also viel größer als zum Beispiel beim normalen Laguiole-Taschenmesser mit einer kleinen Klinge, dann haben wir hier wirklich was Phänomenales, Einmaliges an einer Klinge. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Das erste Mal, dass ich auch eine solche Klinge, die so zusammengesetzt, sehe. Das Taschenmesser lässt sich typisch für Laguiole-Messer einfach so schließen. Die Klinge, wenn man sich genau anguckt, ist ein bisschen seitlich, ein bisschen mehr nach rechts, aber es ist minimal. Das heißt also, das zerkratzt nicht hier die Seite, so dass es eigentlich im Grunde genommen nichts ausmacht. Und hier dieser letzte Öffnungsschritt, das macht richtig Klick. Das heißt also, hier ist wirklich Druck dahinter, wenn ich es schließen möchte. Ich kann es wirklich im Outdoor-Bereich benutzen, auch wirklich mal was damit schneiden, zum Beispiel Äste oder Schnitzen. Das ist natürlich wirklich ein sehr stabiles, sehr gut verarbeitetes Taschenmesser. Denkt immer dran, wenn ihr das schließt, ein Laguiole-Taschenmesser, hier so halten, nicht die Hände hier unten halten, sondern wirklich an der Seite halten, dann Kraft hier in dem letzten Bereich ausüben. Durch die Hebelkraft sollte man natürlich nicht hier drücken, sondern hier. Dann drücke ich hier mit meiner linken Seite der linken Hand nach unten. Und dann, das ist ganz wichtig, ich führe das langsam hinein. Da ist zwar ein Klingenschutz, das merkt man, wenn ich hier so drücke. Ja, aber wenn ich es hier zuschnappen lasse, da kann natürlich sein, dass diese scharfe Seite der Klinge auf der Feder trifft und dann wird es mit der Zeit unscharf. Wenn es mal passiert, ist nicht schlimm, aber man sollte sich angewöhnen, die Klinge hineinzuführen und nicht reinschnappen zu lassen. Wenn man sich weiter die Verarbeitung anguckt, dieses wunderbares Messer, wenn ich hier über die
Nieten gehe, die sind sehr gut verarbeitet, die sind glatt poliert, und was einem sofort auffällt, ist, dass hier natürlich das Kreuz fehlt. Es ist natürlich immer so, dass wenn wir versteinerte Materialien haben, wie zum Beispiel Mammutstoßzahn, Mammutbackenzahn oder Koralle, versteinerte Koralle, da wird oft tatsächlich kein Kreuz kein Hirtenkreuz in dem Griff gemacht, einfach um das Material zu schonen, weil bei jedem Bohrdurchgang kann natürlich das Material brechen, Risse bekommen extra, und aus dem Grund macht man das meistens nicht. Oder wenn eben die Oberfläche des Griffes nicht glatt ist, so wie hier, wir haben hier eine glatte Oberfläche, sondern wenn wir zum Beispiel Kruste haben, dann ist das Material eher so natürlicher Vorgang, eine natürliche Art. Das heißt also, es ist so, wie es in der Natur eben gefunden wurde, zum Beispiel bei Widerhorn ist das öfter so, und da macht man natürlich auch keine Hirtenkreuze ran. Ja, das ist das Taschenmesser. Ich finde es wirklich ein absolutes Meisterwerk. Sehr, sehr schön, sehr gut mitzunehmen in die Wildnis. Muss man natürlich aufpassen, dass es nicht runterfällt. Das ist ja entsprechend versteinertes Material. Das kann natürlich brechen, es kann natürlich zu Risse kommen. Also man muss schon ein bisschen aufpassen und immer in dieser wunderbaren Etui hier tragen. Dann kann das nicht passieren. Ich finde bei dem Etui sehr schön, dass hier natürlich so eine Aussparung ist, so dass die Biene auch nochmal voll zur Geltung kommt. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Wenn man das natürlich hier trägt, würde man immer die Biene sehen. Das finde ich ja wirklich sehr, 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 sehr schön. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Würde mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.